Assalamu alaikum zusammen und herzlich willkommen auf dem Amana Aktien Kanal. Ich habe eine neue Aktie gekauft, die ich euch heute gerne vorstellen möchte. Ich habe eine erste Position aufgebaut und werde die Position weiter ausbauen. Natürlich wie immer, das ist keine Anlageberatung, sondern lediglich meine eigene Meinung. Wie immer, mache deine eigene Recherche und falls du Fragen dazu hast, immer gerne damit in die Kommentare. Ich werde dieses Video kurz halten. Wenn ihr eine detaillierte und fundamentale Analyse haben wollt zu der Aktie, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir fangen direkt damit an. Also die Aktie kennen sehr wenige, aber es ist ein Marktführer in dem Bereich, wo es tätig ist. Es geht um die Aktie von Autodesk. Das ist ein Software-Riese hinter AutoCAD und Revit. Und kurz zum Geschäftsmodell. Autodesk ist Marktführer, wie ich bereits gesagt habe, bei Design- und Konstruktionssoftware, aber auch sind im Entertainment-Bereich, also Media, tätig, und natürlich Hauptbereiche sind Architektur und Bauwesen. Und was mich sehr fasziniert hat, dass fast 95% des Umsatzes aus einem Abo-Modell kommen, also planbare und wiederkehrende Erlöse statt Einmalverkäufe. Denn sie haben vor ein paar Jahren ihr Erlösmodell umgestellt. Davor haben sie Lizenzen verkauft. Jetzt haben sie das auf ein Abo-Modell umgestellt, wie zum Beispiel andere Unternehmen wie Adobe etc. Schauen wir uns nur kurz den Bohrgraben, und der ist wirklich enorm. AutoCAD und Revit sind in ihrer Branche der de facto Standard. Die Wechselkosten für die Kunden sind entsprechend sehr hoch. Das zeigt sich auch an der Kundenanzahl. Zum Beispiel, wir hatten im Jahr 2014 1,85 Millionen Kunden und heute sind wir auf 6,04 Millionen Kunden gewachsen. Also ein Wachstum von knapp 16% pro Jahr. Ob dieses Wachstum in Zukunft noch weiter gehalten wird, ist fraglich, aber ich gehe davon aus, dass es noch weiterhin zweistellig bleibt, aber im unteren Bereich. Auch das Management überzeugt mich. Rund die Hälfte des freien Cashflows fließt in Aktienrückkäufe. Das ist natürlich sehr gut, weil die Dividende ist sehr schwach bei diesem Unternehmen. Dazu kommt mit der MaintainX-Übernahme ein disziplinierter Schritt in ein neues, großes Wachstumsfeld. Und das ist auch die erste größte Übernahme in der Firmengeschichte überhaupt. Davor wurden auch Übernahmen getätigt, aber die waren im kleineren Segment. Die Bilanz ist auch sehr solide. Cash übersteigt die Schulden deutlich und sie können sofort ihre Schulden, ab heute tilgen. Besonders wichtig für mich der Halal-Check. Ich habe das mit dem Halal-Terminal gemacht. Und da sieht man, dass nur 4,8%, also das Verhältnis von Schulden zur Marktkapitalisierung bei 4,8% liegt, also weit unter der AUFI-Grenze von 30%. Und Autodesk besteht natürlich auch alle anderen Standards, die es so gibt, also sprich Dow Jones Islamic, FTSE, MSCI, S&P. Im Vergleich, ich habe dazu einen Peer Group Vergleich gemacht mit 8 anderen Wettbewerbern, die, direkt oder indirekt mit Autodesk konkurrieren, wie zum Beispiel Siemens, Nemetschek aus Deutschland, PTC, Dassault System, Hexagon und so weiter. Das sind insgesamt 8 Unternehmen und da habe ich alle Kennzahlen verglichen und mir ist dort aufgefallen, dass Autodesk bei Umsatz und Gewinn deutlich überdurchschnittlicher wächst als die Konkurrenz, ist aber auf Basis des Kurs-Umsatz-Verhältnisses teurer als die meisten Konkurrenten und ehrlich gesagt, die Gewinnstabilität ist mit einem Wert von 0,62 der schwächste Punkt in der gesamten Vergleichsgruppe. Verursacht vor allem durch Sonderbelastungen der letzten Jahre, einmal durch die Umstellung des Erlösmodells, und natürlich auch durch andere Bilanzierungspunkte, die ich gesehen habe. Im Jahr 2024 gab es da ein paar Bilanzierungsänderungen. Bei der Bewertung komme ich je nach Modell auf ein Kurspotenzial von ca. 24 bis 35%, konservativ gerechnet, also eine ordentliche Sicherheitsmarge zum aktuellen Kurs von $251, und bis wir quasi wieder zum inneren Wert zurückkehren, hätten wir ca. 25% gemacht. Wenn die Aktie dann noch weiter steigt, wäre es gut. Wenn nicht, dann
hätten wir wenigstens die 25%. Natürlich für langfristige Investoren ist definitiv mehr drin, aber ist natürlich keine Anlageberatung. Das größte offene Risiko bleibt natürlich die Maintain-X-Übernahme. Immerhin ist der größte Deal der Firmengeschichte, kann aber genauso gut der nächste Wachstumstreiber werden, denn ich habe in den Dokumenten gelesen, dass es einen Markt in diesem Segment, also im Maintain-Segment, also das Betreiben von Gebäuden, ca. 40 Milliarden groß ist und damit wird das Unternehmen einen neuen Geschäftszweig quasi aufschlagen und auch den Zyklus schließen. Mein Fazit: Es ist ein wachstumsstarkes Unternehmen, natürlich halal, ein Qualitätsunternehmen mit einem breiten Burggraben und solider Bilanz, aktuell unter seinem fairen Wert. Deshalb habe ich eine erste Position aufgebaut mit dem Plan zum Nachkaufen bei weiteren Kursschwächen. Also an der Stelle ist natürlich keine Anlageberatung, macht immer eure eigene Recherche. Und wenn euch das gefallen hat, dann bitte einmal abonnieren und gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine noch genauere fundamentale Analyse sehen wollt. Das war erstmal nur so ein kleines Video von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.